Hallo Schatzi, ich bin's. Ja, nein, mir geht's gut. Ich komme nur mal rasch vorbei, um etwas mitgehen zu lassen. Ah, einen Moment. Ich verbinde Sie mit dem VfDPH. Danke. Und was wäre das bitte? Ich bräuchte so einen Stift, mit dem man, Schreiben kann. ja, nein, so eine, mit dem man, löschen kann. Meinen Sie ein Radiergummi? Ja, sowas in der Art, glaube ich. Okay, dann bekommen Sie ein Radiergummi aus der Schublade von uns. Und dann wollte ich noch was zu ordnen. Welche Größe sollte die Mappe denn haben? Also, so nicht zu groß und auch nicht zu klein. So muss meine Mappe sein. A4 oder A5? Genau so. Moment, Sie haben Ihren Radiergummi vergessen. Ich verrichte hier eine ehrenhafte Tätigkeit. Ich bin ja nicht umsonst zum Mitarbeiter des Monats gewählt worden. Also gut. Was darf sein? Ich brauche ein paar so Ordner, damit ich wieder alles ordnen kann. An welche Größe hätten Sie denn gedacht? So A4, wenn's geht. Nein! Die kann ich unmöglich nehmen. Und warum bitte nicht? Weil das nicht meine Lieblingsfarbe ist. Darum, genau. Ah. Und was ist Ihre Lieblingsfarbe, wenn ich fragen darf? So ein blasses Purple habe ich ganz gern. Hier, bitte. Jonathan! Ich hätte da noch ein paar Aufgaben für dich. Ich weiß, wo Ihr Haus wohnt. Sind Sie ein Allwissender? Nein, jemand, der einen Auftrag für sich hat, den Sie nicht ablehnen können. Gehören Sie zu dieser Geheimorganisation, die mich vor 5 Jahren quer um die Welt geschickt hat? Sie sollten lieber aufhören, so viele Fragen zu stellen. Ansonsten muss ich noch Boris rufen. Boris? Oh, den Methoden nach zu urteilen, sind Sie also von dieser Organisation. Ihr Auftrag. Mir die besten Größen von der Familie. Und wenn ich mich weigere, diesen anzunehmen? Dann muss ich Boris ein kleines Machtwort sprechen lassen. In Ordnung. Wer kann schon zu diesem Argument Nein sagen? Dann ist es also beschlossen. Sie arbeiten entweder für uns
Oder Sie werden sich die Radieschen von unten ansehen. Verstanden. Dann sehe ich keinen Grund, weshalb Sie meine Zeit länger in Anspruch nehmen, als unbedingt nötig. Boris, Vital, schafft ihn hier raus. Ich sollte diese Art von Gastfreundschaft bereits gewohnt sein. Aber hey, nicht so grob! Mr. Jones? So wurde ich schon längere Zeit nicht mehr genannt. Ich habe einen Auftrag für Sie. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sie erinnern sich an die heilige Banane aus dem Tempel Fairy Drake? Vage. Ich habe versucht, diese Details aus meiner Erinnerung zu löschen. Da gibt es noch 2 Gegenstücke, die wir benötigen, um unser Projekt zu vollenden. Und ich soll diese für Sie besorgen, richtig? Sie sind so ein schlauer Kopf, Mr. Jones. In ein paar Minuten werden Sie von einem Jeep abgeholt werden und Ihre Ausrüstung entgegennehmen. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl, da mich ihresgleichen sonst verfolgen, foltern und anschließend ins Gras beißen lassen wird. Sie geben sich die korrekten Antworten bereits selbst. Nun bitte ich Sie, etwas Abstand zu nehmen. Wozu? Beweisvernichtung. Sind Sie der Mr. Jones, den ich hier abholen soll? Ich bin der Einzige hier, der solche Explosionen überlebt. Also ja. Dann kommen Sie. Wir haben einen sehr straffen Zeitplan. Ihr Flug nach Ägypten geht in 30 Minuten ab. Nun machen Sie schon! Was ist das? Die Beilage mit allen guten Zutaten, die in diesem Burger sind? Ihre erste Mission führt sie nach Ägypten. Genauer zur berühmten Sphinx von Gizeh. Dort werden sie im Inneren eine geheime Passage entdecken. Um dort hinein zu gelangen, müssen sie von einem unserer Informanten ein Päckchen abholen. Den Inhalt unbedingt mitnehmen, da sie ansonsten vor verschlossenen Türen stehen werden. Den Informanten finden sie nach ihrer Landung am Herren-WC des Flughafens 2. Stock 3-mal hintereinander spülen. Prägen Sie sich diese Zeilen gut ein, denn wenn Sie fertig gelesen haben, wird sich diese Nachricht von selbst zerstören. Von selbst zerstören? Vielen Dank, dass Sie mit Brit Airlines geflogen sind. Was fällt Ihnen denn ein? Wenigstens hatte ich vor 5 Jahren mal einen Stuntman, aber jetzt geht ja wirklich alles vor die Hunde. Ah, der Müll spricht ja. Es tut weh, wenn man es so eingeengt machen muss. Sie verstehen? Wenn ich ehrlich bin, nein. Auch egal, dann helfen Sie mir gefälligst da raus. Ich bin hier nur der Hausmeister. Halt! Wo ist Ihr Sinn für Nächstenliebe geblieben? Herr Jonathan, bitte auf das Herren-WC im 2. Stock. Ich wiederhole. Herr Jonathan, bitte auf das Herren-WC im 2. Stock. Wenn ich schon so durchgerüttelt werde, dann bitte in die richtige Richtung. Ich habe hier schließlich einen Auftrag zu erfüllen.
Warum kann es bei mir nicht etwas ruhiger zugehen? Sehr zäh. Ein bisschen weniger Spülwasser auf mein Gesicht wäre nett. Danke. Du bist so ein kleiner Scherzbold. Nein, ich heiße Jonathan. Oh, so. Dann ist mir alles klar. Dann bist du der ewige Öche, der von der Family geschickt ist, um mir das Paket zu holen. Auch wenn es schwer ist, Ihren Akzent richtig zu deuten, habe ich gerade das Wort Paket verstanden. Ein gescheiter Bub bist. Pass auf jetzt. Erstmal die Worte trainierst. Soweit ich weiß, soll ich das Paket zu Sphinx von Gizeh bringen. Aber von mir aus das nicht. Ein bisschen nass vielleicht, aber man nimmt, was man bekommt. Wie soll ich hier bei dem ganzen Durcheinander den Eingang finden? Ja, was du wollen. Du nix kommen da durch. Wenn du wollen, du müssen durch mich durch. Und wer sagt das bitte? Bevel von große Fassif Malis. Und was wäre, wenn ich etwas hätte, was den großen Malis umstimmen könnte? Was ist da? David, komm her! Das ist sehr gutes Stoff, wo du herkommst. Das darf ich Ihnen leider nicht verraten. Berufsgeheimnis. Ah, ja, na gut. Ich mal Ausnahme. Aber nichts berühren. Alles Sachen da drin von... Dem großen Asif Malis. Ich weiß. Dann ist ja gut. Schwache Leistung. Yes, ja, ich kann was wünschen. Träume ich oder erwache ich? Hat diese schlechte Nachbildung einer altägyptischen Mumie gerade gesprochen? Oh, wenn das so ist, sollte ich meine guten Manieren nicht vergessen und mich vorstellen. Ich bin Jonathan und Sie sind... Ein komischer Name. Oh, ich glaube, Sie haben da etwas... Ich würde mich ja normalerweise bedanken, wenn Sie mich nicht so lange warten hätten lassen. Sie alter Sturkopf, seien Sie doch froh, dass ich Sie überhaupt gerettet habe. Wäre ich ja, wenn ich nicht schon über 30 Jahre hier feststecken würde. 3 Jahrzehnte? Und ich dachte schon, ich wäre länger im Dienst für die Familie. Sagen Sie bloß, wir arbeiten für dieselbe Organisation. Ich weiß, man soll zwar nicht so über seinen Aufgabenbereich sprechen, aber angesichts der alternden Umstände, welche mich hier noch erwarten könnten, nichts für ungut, werde ich Ihnen jetzt Folgendes anvertrauen. Ich soll hier ein Artefakt für die Familie beschaffen und möglichst keine Spuren dabei hinterlassen. Frechheit! Das ist genau mein Auftrag, du Grünschnabel. Auftrag? Den habe ich bekommen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Aber ich werde ihn zu Ende bringen, da mein Leben davon abhängt. Immer mit der Ruhe, du Jungspund. Zu meiner Zeit waren noch braune Schlapphüte und Peitschen in Mode. Deswegen nehme ich an, dass die Familie die Tradition aufrechterhalten wollte und bei genauerem Hinsehen... Oh ja, du erinnerst mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war, Junge. Ich glaube, die 30 Jahre haben Ihnen das Hirn vernebelt. Egal, ich muss dieses Artefakt finden und dann nichts wie raus hier. Und wenn ich wüsste, wo sich dieses Artefakt befindet, wäre ich dann immer noch so senil, hä? Moment, Sie wissen davon und haben es all die Jahre nicht geschafft, es hier mit rauszubringen? Naja, mit dem zunehmenden Alter und die Fallen waren schon immer von tödlicher Arglist.
Schön. Mit anderen Worten, Sie haben zu viel Schiss, um das Artefakt zu holen. Dann gehe ich eben alleine. Was glaubst du, treibst du da, Junge? Das ist glatter Selbstmord. Du brauchst einen weisen, erfahrenen und bestimmt nicht gut aussehenden alten Knacker, der mir seinen Klagelauten ständig in den Ohren liegt. Jetzt mal langsam, du vorlauter Jungsport. Du brauchst mich aber, um überhaupt erst den Eingang zu dem Artefakt zu finden, richtig? Ja, aber was? Nichts! Zeigen Sie mir einfach den Weg und wenn Sie schnell genug sind, bringe ich Sie eventuell sogar heil raus. Wie großzügig von dir, Junge. Mach mal Platz! Hier durch, Grünschnabel. Und dass du mir ja keine Schande machst. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nett war, sie gekannt zu haben. Und davor haben sie Angst? Schrecklich! Nicht! Fass sie bloß nicht an, Junge, hörst du? Wenn du vergiftet wirst, dann kann dich hier keiner retten. Ha! Es ist vollbracht! Und dafür haben sie sich 30 Jahre lang gedrückt. Das ist ja einer der 2 Edenäpfel. Der... Was? Na, nicht so wichtig, Junge. Wir müssen hier raus, bevor der Alarm angeht. Surprise, motherfucker! Da sind wir dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen. Was, Junge? Nur Sie, alter Kauz. Ich hätte eigentlich alles unter Kontrolle gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie mir die Peitsche geklaut haben. Sei lieber froh, dass ich dir dann einen vorlauten Hintern gerettet habe, Grünschnabel. Ich hatte die Lage bestens im Griff, bis Sie gekommen sind und sich einfach meine Peitsche geschnappt haben. Was hätte ich denn tun sollen, Junge, wenn du scheinbar mit der Situation überfordert bist? Sich nicht einzumischen wäre schon mal ein Anfang gewesen. Aber ich mische mich nun mal ein, Junge. Jetzt hören Sie mir genau zu. So können Sie vielleicht mit Ihrem Sohn oder Enkel umspringen, aber nicht mit einem wildfremden Menschen, den Sie heute erst kennengelernt haben. Wildfremd? Ich dachte, wir wären verwandt. Unerhört! Jetzt hören Sie mir mal genau zu, Sie alter Tatterkreis! Meine Mutter ist bei der Geburt verstorben und mein Vater hat dich verlassen, als du 5 Jahre alt warst, um zu einem wichtigen Geschäftsauftrag aufzubrechen. Stimmt's, Junge? Moment mal! Das wären ja genau die 30 Jahre, die Sie in der Sphinx eingesperrt waren.
Lassen wir doch das alberne Gesieze. Schließlich bin ich ja dein Vater. Ich bin dein Vater, Luke. Es ist nun mal so, mein Sohn. Du kannst das Schicksal nicht ändern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Vater. Nicht nötig, Junge. Manchmal ist es einfach besser, nichts zu sagen. Wo wollt ihr zwei denn so schnell hin, ha? Wir wollten gerade unseren Rückflug ins Hauptquartier antreten. Oder, Jonathan? Stimmt genau. Tja, Planänderung. Jetzt fliegt ihr mit uns. Da. Sie warten jetzt auf den Boss, der sagt, was zu tun ist. Da. Könnten Sie wenigstens den Gurt etwas lockern? Der sitzt doch etwas zu eng. Und wenn Sie schon dabei sind, ein Glas Wasser wäre auch nett. Нет, kann ich nicht machen. Alles Befehle vom Boss. Er will euch in Verhandlungsposition haben. Wen haben wir denn da? Vater und Sohn der Indianerfamilie wieder vereint. Waren Sie vor 30 Jahren auch schon in dieser Position? Ihr hattet die Absicht, einen von euch sterben zu lassen. Aber ihr habt es beide geschafft. Gratulation. Ihre Begeisterung ist Ihnen direkt anzumerken. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man besser den Mund halten sollte, wenn das Oberhaupt der Familie spricht, Junge. Hör lieber auf deinen alten Herrn, sonst bereitet Boris die Pedantschule vor. Ich mische schon mal, damit es dann schnell geht. Okay, wie immer sind die aussagekräftigeren Argumente auf Ihrer Seite. Schön, dass wir uns einigen konnten. Und nun kommen wir zu dem eigentlichen Grund Ihres Besuchs. Wo ist das Artefakt? Ich konnte Sie gerade akustisch nur sehr schlecht verstehen. Was bitte? Stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie sowieso schon sind. Ich weiß genau, dass Sie es haben. Und ich will es in 10 Sekunden in meinen Händen halten. Sonst entledige ich mich der Gesellschaft dieses alten, mirfelnden Mannes. Schön, dass Ihnen das auch auffällt. Das habe ich gehört, du vorlautes Schandmaul. Ich zähle jetzt langsam bis 10. Hören Sie, er meint es doch nicht so, nicht wahr, Junge? Schön, dann tun Sie es eben. Mir liegt nichts an dem alten Knacker. Ich habe ihn heute erst kennengelernt und zuvor 30 Jahre lang nichts von ihm gehört. Das macht für mich jetzt keinen Unterschied mehr. Nach allem, was wir miteinander durchgestanden haben. Du meinst die letzten paar Stunden? Ich werde es jetzt tun aus rein familiärer Pflicht heraus. Sie müssen Ihrem Ruf gerecht werden. Verstehe. Das war eine Patzer zu viel. Da. Dann ist der Auftrag jetzt beendet? Irrtum. Er hat gerade erst angefangen. Zeig ihm den Ausgang, Boris. Mit Vergnügen, Master.
Die Familie wird sich um ihn kümmern, sobald er angekommen ist. Da, was soll ich mit dem alten Mann da machen? Uns wird schon was einfallen. Das Artefakt. Wo ist es? Der Familie missfällt ihre bisherige Vorgehensweise und deswegen ist ihnen das erste Artefakt aus Sicherheitsgründen abgenommen worden. Sie bekommen es erst wieder, wenn sie das zweite Fehlende in der Engelsburg beschafft haben. Dieser Brief zerstört sich von selbst in 3, 2, 1! Fratres, crenum verum. Dei ad familia. Ad una station in passi subos. Tertia dai resurrexit ad cogitandum et facendum secundum scripturam in spiritu familia. Ordo et imperium eorum nostrum. Na, großartig. Wie soll ich denn da bitte ran? Qui pro Santa Spiritu Sancto. Ab illis qui totam suam devotion in humanam esse mater. Ad dexteram patris dixit profeta. Genus regulae erit principium et finis. Et revertentur in omni gloria. Et judicabunt Deus. Qui audent exprobrare ordinem ultration. Perseverantia generations. Ave servientibus causae. Ave. Santa Spiritu Sancto. Ab illis qui totam suam devotion in humanam esse mater. Filius fit pater. Super nos indignos puro sanguine dominaris. Familia quae nos sustentat. Adorat et glorificat. In futuro seculo nos manet. Soweit so gut. Wie stelle ich es nun an, dass alle abgelenkt sind, um das nächste Artefakt zu stehlen? Humanam esse mater. Amen. Das lief ja fast zu gut, um wahr zu sein. Jetzt nur noch diskret verschwinden und alle sind zufrieden. Halt, stopp! Kann nicht ein einziges Mal etwas nach Plan verlaufen? Seien Sie lieber froh, dass wir Ihren Kopf dran lassen, wenn Sie uns das Artefakt geben. Das, was? Wenn Sie sich immer so dumm stellen, frage ich mich, wie Sie Ihren Job bei der Konkurrenz bekommen haben. Die Konkurrenz, also... so. Was heißt hier so? Dann ist das bestimmt nicht Ihr Kampfhubschrauber, der gerade hinter Ihnen am Horizont aufzieht, oder? Unser... Was? Na also, habe ich mir schon fast gedacht. Man müsste ihm schon fast dafür dankbar sein, wenn ich nicht wüsste, dass es jetzt wieder zurück zur Familie geht. Erhol dich, Junge! Oder willst du ja noch Urlaub machen? Alter Mann! Vater! Du hier? Dachtest wohl, du wärst mich los, oder?
Warum so schweigsam, Junge? Sonst hast du doch auch immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Ja, es ist nur... Das, was du zu mir vorhin im Flugzeug gesagt hast, schon vergessen. Ich kann es verstehen. Nach 3 Jahrzehnten. Eigentlich wollte ich dich nur mal nach der Toilette fragen, aber das, was du eben gesagt hast, ist mir auch... Hinter dir. Die Tür. Ich habe den Hubschrauber und die Artefakte für genau 24 Stunden gewonnen, indem ich den Chef der Familie beim Pokern über den Tisch gezogen habe. Das sollte genügend Zeit sein, um alle Artefakte in dem Tempel Fairy Drake, wo du vor Jahren die heilige Banane geborgen hast, zu vereinen. Und so die Welt vor einem grausigen Schicksal zu bewahren. Um das geht es hier also? Die totale Macht über unseren Planeten. Das erklärt, warum die unterschiedlichen Familien so scharf auf diese Artefakte sind. Wer alle besitzt, setzt laut den Legenden die Macht frei, welche ihm die Kontrolle über alle Lebewesen verleiht. Und das wollen wir also verhindern. Exakt. Deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, mein Sohn. Für die eine Sache, Vater. Und dann bin ich Geschichte. Die nachtragende Art hast du von deiner Mutter geerbt, Jonathan. Und ein Sturschädel von mir. Den Döner kaufst du am besten dort vorne bei dem Stand mit dem Schild Döner macht schöner. Letztens hatten die noch halbwegs moderate Preise. Irgendwas war doch noch, was ich bei meinem letzten Abstecher hier gemacht habe. Was? Wie wäre es mit einem... Sag nichts! Wir brauchen ein Taxi. Ich bin zu Fuß nicht mehr so fit, Junge. Genau das wollte ich auch sagen. Der letzte Taxifahrer hat sich etwas übernommen, weil er zu schnell gerannt ist. Dann müssen wir heute eben jemanden finden, der sein Tempo auch gut einzuschätzen weiß, sodass er uns nicht einfach aus den Latschen kippt. Was? Reden Sie gerade über meinen Schwager? Der hat sich über zu viel zugemutet, eh? Dann hat er immer auch noch eine Altkarre. Kamelreisen in Zukunft. Wohin soll es überhaupt gehen? Zum Tempel Fairy Drake, wenn's recht ist. Wir müssen es innerhalb von 12 Stunden schaffen, wenn es Ihnen möglich ist. Habe ich was Falsches gesagt? Ist doch jetzt egal. Hauptsache, er hat das Kamel hier gelassen. Auch wieder wahr. Einem geschenkten Kamel schaut man nicht ins... Hey!
Probieren wir also, und wir haben immer noch eine halbe Stunde Zeit. Eine halbe Stunde, um über das Schicksal unseres Planeten zu entscheiden. Du sagst es! Jetzt bist du dran, Junge! Vielleicht sollten wir es mit... Dieses Fragezeichen lässt ziemlich viele Fragen offen, findest du nicht? Moment! Ich erinnere mich, das Treffen vor 30 Jahren zu dem Auftrag. Es ist eine Art Waffe zur Kontrolle der Massen. Und mir haben Sie das nicht gesagt? War ich denen etwa nicht vertrauenswürdig genug? Das hast du von deiner Mutter gehört. Genug der Unterstellungen. Wer wagt sich in den geheimen Bereich vor? Um es fair zu gestalten, würde ich sagen, wir beide. Klingt gut. Dann los. Kalt! Ah! Niemand geht hier in die Richtung dieses geheimen Raumes außer mir. Verstanden? Klar und deutlich. Nur ein Feigling schleicht sich aus den Schatten an, um den großen Zampano zu markieren. Was spielt das für eine Rolle? Schließlich sind wir alle zivilisierte Menschen, und da ich ein Anrecht auf diesen Fund habe, gehen Sie beide einfach ganz langsam auf die andere Seite dieses Raumes und verschränken die Hände über dem Kopf. Und was verschafft Ihnen dieses Recht? Meine Geburt, da ich... Nein, das ist zu privat. Geht Sie nichts an. Na los, bewegen Sie Ihre zwei müden Körper zum Ausgang. Nicht ist mir gerade eingefallen. Dieser Mann wollte mir vor 30 Jahren, nachdem ich von der Position der Artefakte erfahren habe, diese Informationen abkaufen. Du hast natürlich selbstlos, wie du warst, abgelehnt. Du kennst mich eben ziemlich gut. Was gibt es hier zu flüstern? Plant ihr etwa einen Aufstand gegen mich? Das wird euch sowieso nichts nützen, denn wenn ich hier wieder rauskomme, dann habe ich ein viel überzeugenderes Wesen an mir. War's das jetzt schon? Der ganze Aufwand für eine Macht, welche ein Sterblicher nicht oder tödliche Konsequenzen aufnehmen kann? Halt, Junge! Ihr wisst nicht, was als nächstes passieren wird. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Spüre die Macht des Staatsvirus. So wollen Sie also Ihre neu gewonnene Macht demonstrieren, indem Sie meinen Sohn auf mich loshetzen. Schämen sollten Sie sich. Es ist nun mal so, dass Sie zwei immer noch im Weg sind. Und Sie geben doch so gute Testsubjekte ab. Oder stimmt's? Ich werde sicher nicht gegen meinen Sohn kämpfen. Eher sterbe ich. Das will ich doch. Oder stimmt's? Das ist nicht du, mein Sohn. Aber er macht seine Arbeit doch so gut. Oder stimmt's? Sie reicher, mitleidenswerter Mann. Wenn Sie so weitermachen, habe ich nur mal eines zu sagen. Ich bin doch ganz Ohr. Merkt dieses machthungrige Schwein? Alle, Junge.
Manchmal muss man doch Opfer bringen, um die Menschheit zu ihrem Glück zu zwingen. Sicher, oder? Master, stimmt's? Ich denke, Sie sind alt genug, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Wahrheit? Was denn für eine Wahrheit, Dolph? Sie ist doch schockierend. Oder? Ihr Vater war gar nicht Ihr leiblicher Vater, sondern nur ein guter Freund der Familie. Solange du bei mir bist, kann mir doch gar nichts passieren. Stimmt's? Das meinte ich nicht! Ich bin nicht Ihr Ersatzvater, sondern es war derjenige, der damals von der Bank gefallen ist. Sicher, oder? Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass Ihr leiblicher Vater bereits bei dem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ich bin doch jetzt bestens informiert. Oder, Dolph? Haben Sie das jetzt realisiert, Master? Stimmt's? Oder soll ich es Ihnen noch einmal erklären? Ja. Oder, wo bleibt meine Geschichte, Dolph? Ich möchte sie doch hören. Oder, und Bidolf kann doch auch ohne nicht schlafen. Stimmt's? Aber ich muss Sie vorwarnen. Im Gegensatz zu den sonstigen Geschichten hat diese einen wahren Ursprung und könnte eventuell gerade jetzt am Abend auf Sie möglicherweise verstörend wirken. Für wen hältst du mich, Dolph? Ich bin ein ganzer Mann und fürchte mich doch nicht wie ein Kleinkind. Stimmt doch, oder? Wenn Sie das so sehen, Master, stimmt's. Ihre Mutter starb bei ihrer Geburt. Wie Sie sicher wissen, Master, stimmt's. Aber was hat es denn mit der Geschichte zu tun, Dolph? Unterbrechen Sie mich nicht, Master, stimmt's, oder Sie bekommen die ganze Woche keine abendliche Trinkschokolade mehr von mir. Aber Dolph, das ist doch... Kein Wort mehr, Master, stimmt's? Okay. Sicher? Jetzt haben Sie mich aus dem Konzept gebracht. Wo war ich? Meine Zukunft verbauen, verbaue ich auch ihre. Zahn um Zahn. Auge um Auge. Das Flugzeug wurde von einem Blitz getroffen, Master, stimmt's? Die Passagiere schienen verloren zu sein.
Das ist doch langweilig. Oder Dolph, lass dir mal was richtig Actionmäßiges einfallen, ja? Doch, eine. Strammer, sich in der Blüte seiner Jahre befindender, heldenhafter Mann schaffte es aus dem Flugzeug unbeschadet davonzukommen und rettete dabei auch noch das Neugeborene. Was haben Sie aus dieser Geschichte gelernt, Master? Stimmt's? Wie ich es mir gedacht habe. Aber keine Sorge, Master, stimmt's? Wie Sie es schon gesagt haben. Wenn ich bei Ihnen bin, dann haben Sie nichts zu befürchten. Falseten geweckning snoneuf, erodet not no, untau erei. Malmanus no, nietus peilme fadenismi, fyrse tron. Noche vai goten tirtna nis, tillige mo, so talibus so snopu. Och der peilme fatsi, kaivsis tok. Tok, it hemio, naut is net en valge. Hallo, nis stof, nes schnemi. Hevadni hene mo gufeli. Nene. Nicht de fur psegen gelermovi. Nene. Ni sil ni de rosari. Nene. Hetchi mel men oistarani. Stesa di vos funef no montaukis. Mo psegu. Hene vi tira. Rekela yaro. Ne mo kalivn daifis. Es helgus. Hene sis no. Niki bete. Lima fet for shayit. Det får patronos. Satafsis inteiros, Nistof, Nes Schnemi, Hevadni hene mo gufeli. Nene. Nicht de fur psegen gelermovi. Nene. Ni sil ni de rosari. Nene. Støv net ne mokladni, snoep de taure. Killa jaf, de tebe moi. Støve, ilma snoepi, helima fi. Hekit leif mo, snoevisen tibi, sistur minjære. Hat boffat de. Nos mit sa, nema.